Am PC gibt es den kostenpflichtigen Zusatzinhalt, den wir uns heute ansehen werden, vom Entwickler Parallel42 auf dessen Homepage bereits seit knapp einem Jahr, über den InSim-Marktplatz nun auch seit dem 18. Mai 2023 auf Xbox und PC, und das sehen wir uns gemeinsam an. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Das sogenannte Campout Utility. Gut eine Woche nach Release gibt es insgesamt 72 Bewertungen, 5 von 5 Sterne, 97%. Das ist eine Ansage. Alles in diesem Video gezeigte stammt von der Xbox Series X. Einziger Unterschied zur PC-Version ist die Tatsache, dass erstellte Campouts nicht mit Freunden geteilt werden können, was schade ist, aber kein Beinbruch. Außerhalb von irgendwelchen Aktionen ist der Inhalt für 14,99 € zu bekommen, und ein Blick in den Inhaltsmanager verrät uns, dass wir hier 3,98 GB für die Version 1.3.2 belegen, und großartige Updates gab es im Verlauf jetzt hier noch nicht. Nach der Installation von Zusatzinhalten empfehle ich immer die Aktualisierung des Rolling Cache sowie einen Neustart der Konsole. Und siehe da, wir haben ein neues Icon. Ein Klick darauf öffnet ein neues Fenster, welches wir, ähnlich wie zum Beispiel auch die VFR-Map, entsprechend anpassen, verschieben, vergrößern, verkleinern können. In der Mitte sehen wir unser Fluggerät. Ich habe hier die Freedom Fox ausgewählt. Ihr könnt jedes beliebige Flugzeug wählen, es ist nicht an irgendein Flugzeug gebunden. Und der grüne Kreis rings um unser Flugzeug herum markiert den Bereich, den wir gleich individualisieren dürfen. Links unten habt ihr eine kleine Orientierung zur Bedienung. Sobald wir nun links oben auf das Plus drücken, gelangen wir in das Auswahlfenster mit allen Items, die wir platzieren können. Auf der linken Seite könnt ihr nun eine kleine Vorauswahl definieren bzw. Items ein- oder ausblenden. Ganz oben im Rucksack findet ihr zum Beispiel Dinge wie Zelte oder allgemeine Campingausrüstung. Solltet ihr in Schneegebieten unterwegs sein, könnt ihr die Flagge aktivieren und entsprechende Gegenstände finden. Falls ihr einen oder mehrere tierische Begleiter an die Seite nehmen wollt, ist das auch möglich. Außerdem könnt ihr zusätzliche Flugzeuge platzieren und auch ein Lagerfeuer bzw. einen Holzplatz. Und anhand des Lagerfeuers können wir uns das Ganze doch jetzt gleich mal direkt angucken. Sobald ihr einen Gegenstand auswählt, wechselt das Ganze hier wieder in diese Ansicht, und ihr könnt den Gegenstand nun innerhalb des Kreises frei platzieren. Sobald ihr das getan habt, taucht der Gegenstand dann auch entsprechend auf. Die gewählte Platzierung kann aber jederzeit auch wieder verändert werden. Dafür klickt ihr den Gegenstand einfach erneut an und zieht ihn dorthin, wo ihr ihn haben wollt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, jeden Gegenstand auch zu drehen. Entweder stufenlos hier über diesen kleinen weißen Punkt, in dem ihr A gedrückt haltet, oder hier über die Pfeile in kleinen Stufen. Über den rot hinterlegten Mülleimer rechts oben könnt ihr den Gegenstand komplett löschen. Die Reihenfolge, wie ihr was baut, ist euch dabei völlig freigestellt. Ihr könnt natürlich, bevor ihr eure Feuerstelle aufbaut, erstmal für Feuerholz sorgen und das entsprechend platzieren. Jeder Gegenstand, abhängig von seiner Größe, hat einen gewissen Verbrauchswert. Das Feuerholz hat beispielsweise einen Verbrauchswert von 5, die Feuerstelle einen Verbrauchswert von 8. Dieser Wert sind die sogenannten Eco-Credits. Insgesamt stehen euch 300 dieser Eco-Credits zur Platzierung von Gegenständen zur Verfügung. Um die Performance im Microsoft Flight Simulator sicherzustellen, wurde hier also eine Höchstgrenze eingebaut, was durchaus Sinn macht. In dieser Ansicht hier seht ihr die noch zur Verfügung stehenden Eco-Credits rechts unten mit 287, und sobald ihr hier auf das Plus drückt, rutscht die 287 nach links oben, und ihr seht über jedem Item, welches ihr platzieren könnt, den entsprechenden Wert, in dem Fall 8 oder 5. Die Bedienung dieses Tools funktioniert dabei sensationell gut. Bevor wir jetzt aber zu weiteren Details kommen, schmeiße ich den Zeitraffer hier einmal an und baue mir gerade mal ein Camp. Ich bin gleich zurück.
So, dann wechseln wir hier in die Drohnenansicht, sehen uns das Ganze aus der Nähe an und hören auch mal ein bisschen hin, denn auch die Sounds sorgen für ein tolles Ambiente. Ich habe das Essen hier schon mal vom Feuer genommen. Das ist jetzt hier nur eine kleine Auswahl dessen, was platzierbar ist. Wir haben jetzt ca. 50 von unseren 300 Credits verbraucht. Achtet auf die korrekte Darstellung der Schatten, achtet auf die Rauchentwicklung der Feuerstelle, die in richtiger Windrichtung abzieht. Da gibt es viele kleine Details und es sieht, wie ich finde, sensationell gut aus. Sobald wir das Tool öffnen, können wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, oder auch einfach Dinge, die schon dastehen, wieder verändern. Beispielsweise würde ich hier jetzt gern ein zusätzliches Flugzeug platzieren. Auch diese sehen, was die Texturen und so weiter angeht, richtig gut aus. Sobald wir der Meinung sind, dass unser Campout soweit fertiggestellt ist, können wir dieses abspeichern. Dazu wird dann ein entsprechendes Set angelegt, welches genau diese Items, die ihr platziert habt, enthält. Solltet ihr im Nachgang an diesem Set irgendetwas verändern wollen, hinzufügen, entfernen oder dergleichen, habt ihr jederzeit die Möglichkeit dazu und könnt das gespeicherte Set überschreiben oder ein weiteres anlegen. Wer die Location, in der ich mich hier bewege, erkannt hat, der hat sicherlich gesehen, ich bin in Neuseeland unterwegs. Ein Stück weit entfernt von meinem eben gezeigten Standort habe ich ein weiteres Set erstellt und abgespeichert. Um dieses zu laden, gehe ich hier oben auf das kleine Fähnchen, habe Zugriff auf alle meine abgespeicherten Sets und lade nun dieses Set entsprechend in die Welt. Und genau das könnt ihr an jedem x-beliebigen Ort auf der Erde tun. Die Items werden immer innerhalb des grünen Kreises an der Stelle, an der ihr sie abgespeichert habt, platziert. Und dabei nochmal, ist ganz egal, mit welchem Fluggerät ihr unterwegs seid. Was auch komplett unproblematisch funktioniert, ist die Tatsache, dass sobald ihr an der Uhr dreht und auf Nacht stellt oder es eben Nacht wird, dass alle verknüpften oder von euch platzierten Leuchtmittel entsprechend ausleuchten. Was mich persönlich wirklich sehr beeindruckt an diesem Tool ist diese einfache Bedienung. Ich habe alle Einstellungen ausschließlich mit dem Controller vorgenommen und von der ersten Sekunde an entstanden dabei keinerlei Schwierigkeiten. Wenn man bedenkt, wie komplex man hier mit einer Fülle von Items Einfluss auf die direkte Umgebung nimmt, dann ist das ganz klar ein Bereich, den man gerade auf Konsole so noch nicht kennt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und das ist aber jetzt wirklich eine absolute Kleinigkeit, war eine Situation, nachdem ich das Fenster verschoben bzw. auch verkleinert oder vergrößert hatte, wie hier zu sehen, dass dann der Cursor etwas schwerfällig wurde bzw. auch das Verschieben des Fensters irgendwie hakelig wurde. Beheben konnte ich das Ganze dann dadurch, dass ich das Fenster einmal geschlossen und wieder geöffnet hatte, wodurch das Ganze dann wieder ganz normal funktionierte.
im Laufe der Zeit, denn man kann darin tatsächlich Stunden verbringen, weiß man kleine Bedienelemente, die die Entwickler eingebaut haben, sehr zu schätzen. Wenn ihr zum Beispiel Items entfernen wollt, dann könnt ihr das entweder einzeln tun oder auch alle komplett. Oder ihr könnt beispielsweise auch alles, was ihr aufgebaut habt, einfach in die Kiste packen, irgendwo anders hinfliegen oder wie in meinem Fall einfach zu Demonstrationszwecken jetzt hier für das Video woanders platzieren und alles wieder auspacken. Für dieses Video habe ich jetzt hier 2 Szenerien aufgebaut, eine im Schnee und eine hier, und habe damit insgesamt 150 von den 300 Credits verbraucht. Ich könnte also hier auf Neuseeland locker nochmal 2 Camps aufbauen und zwischen den einzelnen Camps hin und her fliegen. Solange ihr die Inhalte nicht löscht, dort wo ihr sie platziert habt, bleiben diese bestehen. Egal ob ihr ins Hauptmenü zurückgeht, irgendwo anders hinfliegt oder dergleichen, die Inhalte bleiben. Um Inhalte zu entfernen, dauerhaft, könnt ihr hier eine intelligente Auswahl treffen und beispielsweise die 5 ältesten Objekte entfernen oder, wenn ihr das wollt, alles auf einmal. Ja, also der Inhalt ist natürlich immer ein bisschen von eurem Flugprofil abhängig. Wenn jemand ausschließlich oder überwiegend mit den Airlinern unterwegs ist, dann ist der Inhalt vielleicht nicht so passend. Aber wer mit kleinen Flugzeugen wie zum Beispiel der Fox oder anderen gerne in der Wildnis unterwegs ist, ganz ehrlich, dann ist dieser Zusatzinhalt einer der besten am Marktplatz. Parallel 42, vielen Dank dafür. Ich fliege jetzt wieder rüber in den Schnee und gucke nach, ob ich am Campfire Holz nachlegen muss und hoffe, dass ich dir einen guten Überblick über diesen Zusatzinhalt mit meinem Video hier geben konnte. Sollten Fragen offen bleiben oder du Ergänzungen zum Gezeigten haben, dann nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und für deine Unterstützung. Vielen Dank, wünsche eine gute Zeit und bin raus.